Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bau mal ein, dem Podcast, der euch in die spannende Welt der elektronischen Musikszene mitnimmt. Mein Name ist Louis. Und mein Name ist Anthony. Und zusammen mit coolen Gästen aus den verschiedenen Bereichen der Szene möchten wir euch ein umfassendes Bild sowie möglichst tiefe Einblicke in diese dynamische Kultur bieten. Heute begrüßen wir das vor knapp 2 Jahren gegründete Klaminka-Kollektiv aus Berlin, das bereits einige super coole Events veranstaltet hat, und freuen uns auf den Austausch mit Gründer und Gründerinnen Julie und Basti. Die beiden erzählen heute nicht nur, wie es zu der Gründung kam, sondern auch, wie die Zusammenarbeit in einem Kollektiv funktioniert, wie man ein Kollektiv erfolgreich gründet und wie man damit allgemein Erfolg haben kann. Und deswegen vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und folgt uns auf Social Media, um keine weiteren Infos oder weitere Dinge zu verpassen, da wir uns mit vielen Themen beschäftigen möchten und möchten auch gerne eure Gedanken und eure Kommentare dazu hören. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit unserer neuen Folge Bau mal ein. Genau, erzähl mal ein bisschen. Woher kommt ihr gerade? Wir kommen gerade von zu Hause, genau. Aufgestanden, Bäcker, Kaffee und dann Käffchen. Ja, und dann sind wir hierher eigentlich. sind wir hier gelandet. Dann sind wir hier gelandet. Mega entspannt, okay. Genau, zu dem Kollektiv an sich. Julie, wie bist du denn überhaupt drauf gekommen, das zu gründen? Also so ein Kollektiv, vor allem als Frau, ne, muss man auch dazu sagen, es ist nicht üblich in der Szene und sehr erwünscht natürlich. Und wir freuen uns. Wie kommt's? Ja, also tatsächlich ganz witzig. Ich war damals Fundraiserin, so wie fast alle tatsächlich in unserem Team. Und da haben wir uns übrigens auch alle kennengelernt. Ja, und dann habe ich am Hackischen Markt, da kennt ihr ja diese Brücke, da drunter sind so Restaurants, Bars. Und dann dachte ich mir so, boah, geil, Digga. Da einfach mal so eine Location zu haben, also und dann mehrere Künstler zusammenfließen zu lassen, das wäre ja einfach Hammer. So im Endeffekt war dann die Frage, wie kommen wir zu den finanziellen Mitteln? Wie machen wir das? Ganz einfach, Veranstaltung, und im Endeffekt gefallen uns die Veranstaltungsreihe so gut, dass wir gedacht haben, wir bleiben dabei, lassen das mit der festen Location erstmal sein und gucken, wohin uns der Weg einfach bringt. Ja. Wenn du jetzt von damals sprichst, von welchem Zeitraum reden wir eigentlich jetzt genau, sage ich mal? Das ist circa 2,5 Jahre her. Also ich weiß, ich war damals 16 tatsächlich noch. Und dann haben wir jetzt erstmal ein halbes Jahr, habe ich mir mit meinem damaliger Mitbewohner, haben wir dann überlegt und waren so, was machen wir, wie kriegen wir eine Location, wie packen wir das an, weil wir hatten ja gar keine Ahnung. Und im Endeffekt haben wir dann angefangen, wirklich uns einen Monat freizunehmen, haben jeden Tag irgendeine Scheiße angerufen. Es war auch tatsächlich einfach so Gelände oder Container und wir haben erstmal natürlich ohne Wissen alles angefragt. So. Und ja, im Endeffekt sind wir dann bei unserer ersten Location, House of Music, gelandet. Mega cool. Habt sich auf jeden Fall sehr viel dazu, oder beziehungsweise seitdem hat sich vieles verändert natürlich, ja. Und ihr habt natürlich auch einige Schritte schon vorgenommen, die euch als Veranstaltungskollektiv, weil das seid ihr im Endeffekt auch, wie ihr uns das mal im Vorfeld erzählt hattet. Ja. Da würde mich auch mal interessieren, ich meine, du hast Basti ja zum Glück auch heute mitgebracht, schön, dass du auch hier bist. Hallo. Genau, Basti, seit wann bist du eigentlich dabei und wie kam es dazu vor allem? Ich bin ziemlich seit Anfang an dabei, genau. Also Julie hat dann einfach so im Freundeskreis ein bisschen erzählt von der Idee und wir haben ein bisschen geschaut und viele Leute kamen dazu und waren so, ey, ich habe auch Bock, das und das zu machen. Wir sind ja allgemein viele Leute mit vielen verschiedenen Fähigkeiten und Hobbys, sage ich mal, und so hat sich das gut ergänzt. Und da hatte ich auch Bock, irgendwie meinen Senf damit rein zu quetschen. Ja, und so, genau. So bin ich dann direkt mit eingestiegen. Ja, mega geil. Also ich musste mir das gerade sehr visuell vorstellen, wie mit du dem so Senf? Ja. Ich komm quasi aus Bautzen, deswegen. Ach, das ist ein Sachsen, richtig. Senf-Kitty. Ja. Okay, mega geil. Oberlausitz. Darf bei keiner Hotdog fehlen, bei keinem Hotdog fehlen. Richtig. Okay. Ja, wir haben ja gerade eben ein bisschen über die Gründung gesprochen und wie steht ihr heute? Also vor allem im Vergleich jetzt vor 2 Jahren habt ihr euch gegründet, meintest du? Genau. Wie seht ihr euch jetzt? Was passiert jetzt aktuell um euch herum? Bringt den Zuhörern, Zuschauern mal ein bisschen Kontext. Würde ich einfach mal anknüpfen.
Und zwar, ja, also tatsächlich ist es so, dass wir nach unserem ersten 2 Events, was quasi ein kleiner Probedurchlauf war, eine ziemlich riesige Pause hatten. Weil wir alles überstürzt hatten, nicht wussten, was wir machen, wie wir machen. Und das erste Event lief dann natürlich super, aber was danach passiert, wurde einfach nicht geplant. So, das heißt, wir hatten dann so einen 8-monatigen Stillstand, bis wir letztes Jahr richtig dick losgelegt haben. Also ich würde sagen, im letzten Jahr haben wir ca. 7, 8 Veranstaltungen gemacht, ob das jetzt kleine waren oder große. Das heißt, wir haben sehr stark aufgeholt und ich würde sagen, dass wir von Veranstaltung zu Veranstaltung wirklich dazugelernt haben. Wir haben dicke Fehler gemacht, die haben wir aber auch wirklich dick wieder verbessert, muss ich sagen. Und die Erfahrung mitgenommen im Endeffekt. Und ich muss sagen, seit den letzten 2 Veranstaltungen haben wir alles drauf. Sind wir ein laufendes Team, würde ich sagen. Ja. Mega geil. Also zu den Fehlern kommen wir gleich nochmal. Das ist noch eine Sache, die wir und die Zuhörer, Zuschauer sicherlich sehr, sehr spannend finden. Genau. Was mich eigentlich auch wirklich interessieren würde, ist, du sprichst im Wir, du sagst das Team. Ich glaube nicht, dass das nur ihr 2 seid eigentlich. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen was dahinter mehr. Magst du was dazu erzählen, Basti? Genau, also es stecken auf jeden Fall einige Leute dahinter. Genau, wir sind auf jeden Fall ein Team. Es gibt keine Heads in dem Sinne. Natürlich gibt es Leute, die mehr machen als andere. Ist ja klar, es gibt es überall. Aber im Endeffekt, wir sind 9 Leute. Und genau, jeder trägt seinen Senf bei. Und, ja. Das wird das Thema der Sendung heute. Es geht eigentlich um Senf und um so ein Senf. Senf-Joint bauen am Ende, Digga. So ungefähr. Wir sind ja hier bei Baumerein, ne? Deswegen, das darf man nicht vergessen. Nee, genau, aber ohne alle würde das einfach auch gar nicht so funktionieren. Das macht es ja auch aus. Genau. Ja. Also, Genau, über die einzelne Rollenverteilung so ein bisschen, wer was macht, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Wie ist denn jetzt eigentlich so, was würdet ihr sagen, ihr habt ja jetzt 2 Jahre Entwicklung hinter euch, mehr als 2 Jahre, ihr seid 9 Leute. Was würdest du vielleicht auch, Julie, sagen in dem Moment, so in wenigen Sätzen zusammengefasst, wie ist jetzt der Stand mit dem Kollektiv? Ich würde sagen, wir haben eine sehr angenehme Kommunikation inzwischen, was ich sehr zu schätzen weiß, weil das auch mal ganz anders war tatsächlich. Und worauf ich sehr stolz bin, dass es inzwischen wir wirklich zuverlässig auf Leute sein können. Und wenn Leute wissen, sie sind nicht zuverlässig, dann sagen sie uns das. Dann sagen sie, hey, ich kann nicht dafür versichern. Und das weiß ich sehr zu schätzen, weil somit können wir gut planen. Ja. Ja, okay. Mega cool. Ich würde da direkt anknüpfen, weil ich meine, ihr seid zu 9, das ist ja wirklich eine riesige Truppe. Wir haben ja auch ein bisschen Kollektiverfahrung schon auf dem Kerbholz. Und wie organisiert ihr euch? Also du meintest, dass die Zuverlässigkeitsfrage ist geklärt, aber man muss ja auch erstmal dahin kommen zur Aufgabenverteilung. Und wie macht ihr das? Gibt es eine zentrale Person, so eine Art CEO, die das Ganze leitet? Also bist du der Kopf dahinter oder würdest du sagen, ist noch relativ kollektiv organisiert? Es ist sehr verschieden. Also wir haben schon ein paar Leute, die haben schon ihre feste Aufgabe, zum Beispiel Awareness-Team. Da haben wir die liebe Emma, die ist eine ganz süße, die kümmert sich rund um unser Awareness-Team. Und da bin ich auch sehr glücklich, das kam auch mit der Zeit, dass wir ihr ihre feste Aufgabe geben konnten. So. Dann haben wir natürlich auch einen Booker für Tanz. So, das ist der liebe Emil. Wir haben eine Bookerin für die Kunst, das ist die liebe Anna. So, das bedeutet, wir haben schon so unsere Aufgaben verteilt und die habe ich zwar verteilt, aber in Kommunikation. Das heißt, ich hatte mit jedem quasi so ein kleines Gespräch und war so, hey, wo willst du hin? Wo siehst du dich? Und dann hat man das quasi zusammengeklärt, wer was macht, weil ganz ehrlich, ich will nicht irgendwem eine Aufgabe geben, weil dann ist er auf jeden Fall nicht zuverlässig. Also so, das kann man so sagen. Manche Aufgaben stehen bei uns tatsächlich noch offen, die übernehme ich dann tatsächlich, bis wir jemanden gefunden haben. Genau, und ich glaube, man könnte auch sagen, also wenn wir anfangen, eine Veranstaltung zu planen, kann natürlich jeder sagen, was er gerne machen möchte. Und so könnte man theoretisch Aufgabenrollen auch tauschen. Genau, aber ich glaube, also jeder hat auf jeden Fall feste Sachen, aber theoretisch ist im Großen und Ganzen theoretisch alles flexibel. Und wenn jemand sagt, okay, ja, das möchte ich nicht mehr, ich möchte nur das eine Mal lieber das und das machen, dann ist es so machbar. Ich glaube, es startet immer bei der Idee, was macht man als nächstes und dann mit diesen Einwürfen mit, ich würde gern das und das machen oder ich wünsche mir das und das und so. Ja. Zum Beispiel, ganz kurz noch ein kleines Beispiel nennen. Ich meine generell, es gibt ja einmal die Orga im Kollektiv und dann einmal bei der Veranstaltung. Ich würde sagen, bei der Veranstaltung ist es, wie du es quasi gesagt hast, wirklich so, dass man sagt, okay, wir haben die Aufgaben, Einlass, wer will was. So, die Leute, die sich dann dazu schon mal melden, geil, haben wir gemacht. Und dann guckt man natürlich, dass die Leute, die letztes Mal vielleicht gar nichts gemacht haben oder die Leute, die letztes Mal richtig viel gemacht haben, eine angenehmere Aufgabe kriegen und die Leute, die sich letztes Mal ein bisschen rausgenommen haben, vielleicht sagen, okay, und wenn die Zeit und dafür auch, sagen wir mal, die Emotionen, die Energie haben, das aufzubringen, auch mal dann was ein bisschen mehr machen. Einfach damit jeder mit eingebunden wird.
Also zu meinem Verständnis jetzt, es hört sich so an, als würde sich eigentlich alles relativ so von selber, Ja. wie soll ich sagen, klären, dass ihr auch zu einem Konsens irgendwo kommt. Aber was sagt ihr zum Beispiel, was ist jetzt so der generelle Way to go, wie ihr Entscheidungen am Ende eigentlich auch treffen könnt? Geht das noch schon auch von dir auch zum Teil aus, wenn es jetzt, sag ich mal, heißt, okay, da findet man vielleicht auch keinen Konsens, oder sagst du am Ende, du, Hauptsache, die meisten sind dafür und die wenigsten dagegen? Also ich probiere immer einen mittleren Weg zu finden, weil ich mich auch sehr gut in deren Lage hineinversetzen kann. Wenn es umgekehrt wäre, wäre ich genauso abgefuckt. Ich möchte nie eigentlich zum Punkt kommen, wo ich sage, ich scheiße auf eure Meinung, ich mache das jetzt einfach. Das heißt, eigentlich muss ich sagen, ich hatte bis jetzt noch nie eine oder vielleicht sehr seltene Entscheidung, wo wir es mit Abstimmen nicht geschafft haben. Weil wir haben immer eigentlich abgestimmt und es war immer eine Meinung, die ziemlich klar vertreten war, die im Vordergrund war. Und wenn es jetzt hart auf hart kommt, wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, eine existenzielle Frage ist, die ich dann, sage ich jetzt mal, zu beantworten habe, dann vertraue ich schon auf meine Intuition. Aber frage auf jeden Fall einen Basti davor. So. Also ich bin da auch nicht allein. Ich frage dann Basti auch vor allem, weil wir zusammen wohnen, so, ey, was hältst du davon? Was soll ich sagen? Also mein Kopf ist da ein Mensch, der redet, mehrere Meinungen im Hintergrund. So kann man es gut sagen. Okay, also du würdest sagen, du triffst eher Entscheidungen im Namen des Kollektivs, aber auch mit dem Gedanken des Kollektivs im Hintergrund. Du würdest jetzt nicht deine eigene Agenda der von jemand anderem vorziehen. Nee. Okay, ey, das ist mega, mega stark. Das muss man sagen, weil ich meine, es wachsen die Autokratien auf der Welt und so sicherlich auch in den Kollektiven. Deswegen, habt ihr denn irgendeinen Kodex bei euch im Kollektiv drin? Also gibt es irgendeine Art, wie Menschen gestrickt sein müssen, um bei euch ins Kollektiv zu passen? Oder sind das einfach nur alte Bekannte gewesen? Also muss man euch kennen dafür? Oder wie sieht das denn aus, falls Leute das hier hören und sich denken, boah, Klaminka, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten. So. Ja. Nee, also prinzipiell kann da jeder eigentlich theoretisch mit einsteigen. Ich glaube, wir sind jetzt auf jeden Fall für uns erstmal mehr als genug Leute. Aber so rein vom Ding, das sind jetzt schon auf jeden Fall alles Freunde. Das sind jetzt keine... Also man will die Person schon auf jeden Fall kennen, und bei uns hat es sich halt coolerweise einfach ergeben, dass viele Freunde Bock haben und sich das so zusammengefügt hat. Aber prinzipiell, rein theoretisch, gibt es da keinen Kodex oder sonstiges. Ja, genau. Okay, also vielleicht habe ich das auch gerade ein bisschen blöd formuliert mit dem Kodex, aber habt ihr irgendwelche, sagen wir mal, die 10 Gebote des Kollektivs? Also habt ihr irgendetwas, wo ihr sagt so, ey, das und das und das sind unsere Werte in dem Sinne. Also logischerweise würde ich natürlich sagen, keine Ausgrenzung, kein Sexismus. Wir wollen, dass Leute ein offenes Ohr haben. Mir persönlich ist es wichtig, dass, sollte es einen künstlerischen Bereich betreffen, dass man auch einen künstlerischen Draht dazu hat. Das heißt, die Person logischerweise einen Draht dazu hat. Und sollte die Person, keine Ahnung, sich für die Buchhaltung oder so interessieren, dann sollte sie natürlich mathematisch begabt sein, und zwar mehr als ich. So, und ich bin nicht begabt. Also das würde ich so dazu sagen. Einfach gucken, dass die Person geeignet ist, dass man auch eine Stelle findet und sie einfach nicht nur irgendwo rumlümmelt im Kollektiv, sondern auch eine Aufgabe hat. Weil wir hatten schon genug rumlümmelte Leute im Kollektiv und da kann ich mich auch nicht ausschließen. Also es hört sich für mich so an, als es gibt nicht diesen einen Way to go, den ihr normalerweise macht, sage ich jetzt mal, aber ihr habt so Prinzipien, wie du es gerade beschrieben hast, ne, also denen du auch folgst. Im Endeffekt, glaube ich, muss das Team mit der Person cool sein. Ganz einfach. Wir stimmen dann ab, Team sagt ja oder nein. Sagt Team ja, ist die Person drin, sagt Team nein, ist die Person draußen. Ja. Würdet ihr vielleicht auch sagen, ist das Wichtigste an der Zusammenarbeit, oder kommen noch andere Dinge hinzu, damit auch wirklich eine gute Arbeit im Kollektiv selber überhaupt möglich ist? Weil jeder sagt zum Beispiel auch mal Kommunikation, das bin ich persönlich auch ein großer Fan von. Ich glaube, du ja auch. Ja. Aber im Endeffekt, es sind ja viel mehr Dinge, die sowas ausmachen, oder nicht? Ja, in Kommunikation vor allem ruhig bleiben beim Reden. Also ich hatte auch oft mal das Problem, wo ich auch bei mir den Fehler sehe, dass du quasi einer Idee zugehört hast und dachtest, du kommunizierst, aber sie schnell wieder einfach weggedrängt hast. Anstatt einfach mal kurz zuzuhören. Auch wenn du die Idee nicht toll findest, solltest du trotzdem sie zuhören, Verständnis dafür aufbringen und auch irgendwo Interesse zeigen, weil du ja im Endeffekt dich für die Menschen interessierst und dementsprechend dir das Anliegen auch wichtig sein sollte. Das bedeutet, da haben wir auch draus gelernt, dass wir da mehr zuhören sollten, und das ist auch
auch einzusehen, dass es an der, sage ich jetzt mal, an der Kommunikation von einem selber liegen könnte. Das finde ich sehr wichtig. Absolut. Selbstreflexion ist da auf jeden Fall ein sehr hohes Maße. Definitiv. Ja, braucht man sehr, sehr viele, auch reflektierte Menschen im Kollektiv, nehme ich mal stark an. Also ihr habt da sicherlich eine sehr, sehr coole Truppe zusammengestellt. Ich meine, wir waren ja auch mal bei einer eurer ersten Veranstaltung, nicht eurer ersten Veranstaltung, aber wir haben euch auf einer eurer Veranstaltungen ja, sagen wir mal, kennengelernt. Ja. Und Es war Anfang des Jahres. Vielleicht meinst du Anfang des das Jahres. Einer der letzten. Genau. Einer auf der letzten, auf den ich war. Und wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr stark organisiert, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ja. Wirklich, Awareness-Team hat super geklappt. War alles wirklich, wirklich geil. Also, ich fand es auch persönlich gerade so witzig, als du von Emma gesprochen hattest, weil als ich bei eurer Veranstaltung war, habe ich jemanden gesehen, dem es wirklich gar nicht gut ging, und ich habe das selten erlebt, dass sich ein Awareness-Team so rührend um jemanden kümmert und man sich so denkt so, okay, also es war auch sogar jemand, den ich gut, oder also jemand, den ich kenne, aber da zu sehen, einfach die Person ist in sicheren Händen, jemand passt auf diese Person auf, das kann nicht jeder, ne? Und deswegen kann ich auch nur seine Aussage unterstützen, also so wie ihr es bis jetzt macht, ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg auf jeden Fall. Ihr seid auf einem sehr guten Weg. Dankeschön. Aber trotzdem muss man ja auch dazu sagen, es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, wenn man so schön sagen, oder wenn man es so schön sagen möchte, sondern es gibt auch Meinungsverschiedenheiten. Ja. Es ist nicht alles perfekt. Und da müssen wir auch sagen, es treten Konfliktsituationen auch auf. Manchmal kommuniziert nicht jeder so, wie man es gerne hätte. Da würde mich aber auch persönlich interessieren, wie geht ihr mit diesen Konflikten eigentlich im Kollektiv um? Also in der Regel kann man, glaube ich, sagen, dass, ich weiß nicht, also ich glaube, schwierig ist immer, nicht sofort zu viel Druck abzulassen, sondern erstmal sich ein bisschen Ruhe zu nehmen. Also ich bin selber jemand, der in dem Moment am liebsten richtig ausrasten würde und irgendwie seine Emotionen ein bisschen kontrollieren muss. Genau, aber ich glaube, man lernt ja auch dazu, und ich glaube, das Beste ist dann einfach erstmal kurz das sacken zu lassen und dann reflektiert einfach weiterzuschreiben. Oder also in dem Fall zu schreiben, am besten natürlich zu reden. Genau, aber an sich sprechen wir eigentlich alles offen an und probieren das so gut ich will nicht diskutieren sagen, ich will auszureden, einfach auszusprechen, wie es geht. Und dann findet es immer seinen Weg. Und wir sind ja alles Leute, die sich echt ziemlich gut kennen. Deswegen ist es ja auch so, abgesehen von dem Kollektivding, freundschaftlich hat man ja auch Probleme. Ich glaube, wir haben da alle so langsam einen ganz guten Fluss gefunden. Oder sind auch immer noch in dieser Entwicklung, diesen besten Fluss da zu finden. Aber nicht immer, also genau, im Prinzip besprechen wir das einfach und dann findet es irgendwo seinen Weg. Und irgendwie kommen wir dann immer auf einen guten Nenner. Also genau. Ich glaube, wichtig ist halt einfach, dass... Ups. Oh. Okay, ich glaube, wichtig ist einfach, dass jeder von uns den Unterschied zwischen Freundschaft und Arbeit, sage ich jetzt mal, findet. Weil jetzt haben wir auch zum Beispiel wir sind mit einer Person befreundet, so mäßig so, und wir haben Beef, aber wir sind trotzdem befreundet. Und den Beef klären wir einfach noch mal außerhalb, aber chillen trotzdem mit der Person. Also da bin ich auch sehr glücklich, dass man inzwischen, dass das ganze Kollektiv da, sage ich jetzt mal, so mitspielt, weil wenn die es nicht machen würde, dann wäre ich die Erste, die kompletten Nervenzusammenbruch hätte. Ja. Das würde mich komplett ausrasten. Deswegen Liebe wirklich an alle, dass wir das inzwischen richtig gut gehandelt kriegen. Ja. Mega, mega stark. Also man muss auch dazu sagen, es wäre jetzt auch schwierig geworden, dieses Gespräch natürlich in diesem großen Rahmen. Ich meine, hinter Bauma muss man ja auch sagen, stecken ja auch viel, viel mehr Leute als nur unsere beiden Gesichter. Und uns ist auch immer sehr wichtig, wenn wir nach außen kommunizieren, auch zu sagen, hey, das sind nicht nur wir zwei, sondern das sind mehrere Personen und mehrere Meinungen, Geschichten, die da zusammentreffen. Also würdet ihr auch sagen, vielleicht auch, dass gerade Menschen ein Erfolg in diesen Kollektiven oder in so einem Zusammenschluss aus Menschen sind? Oder was ist vielleicht nochmal der Key, was euch eigentlich zum Erfolg bringen kann? Aber das ist eigentlich ein geiler Punkt. Doch, ich glaube, so das mit den Menschen ist echt ein guter Punkt. Das ist eigentlich Erfolg, eher so dieser menschliche Erfolg oder zwischenmenschliche Erfolg und so auch oft ist. Und das spiegelt sich halt wieder in der Arbeit. Also genau, es geht ja alles einher. Aber ja, ich würde sagen, dass jeder Einzelne bei uns einen sehr starken Charakter hat, einen sehr starken Draht zur Kunst, und jeder von uns macht eine andere Art von Kunst. Das macht uns so ein bisschen aus. Das heißt, es gibt keinen Streit, wer das Tanzbooking macht, wer das macht, weil jeder hat seinen Bereich, jeder ist künstlerisch anders aktiv, und so haben wir die Möglichkeit, individuell aus mehreren, sage ich jetzt mal,
Erfahrungssichten zu diesem Zusammenschluss zu führen. Und das macht uns, glaube ich, dann natürlich besonderer, dass nicht ein Mensch sagt, komm, wir machen dieses Musikbooking in dem und den in dem, sondern dass es wirklich von verschiedenen Quellen, von verschiedenen Menschen kommt und wir somit eine gute Mitte finden. Okay, ey, wirklich mega, mega geil. Und du hast es jetzt schon zum zweiten Mal einmal angeschnitten. Ihr seid nicht nur ein Kollektiv, was reine Tanzveranstaltungen macht. Also, das haben wir ja auch letztes Mal gesehen. Ihr habt so Schmuck verkauft. Ja, so ein Kunstmarkt war das. Genau, so einen kleinen Kunstmarkt hattet ihr da noch. Und das ist ja im Nachtleben eine Sache, die jetzt nicht sehr häufig vorkommt. Also klar, im Sisyphos gibt es auch manchmal einen Flohmarkt oder im Kater Blau aber wie seid ihr darauf gekommen, das so divers zu machen? Also weil wenn ich jetzt an ein Kollektiv denke, ich denke halt an 5, 6 Leute, die Bock haben, auf einem Feld eine Techno zu schmeißen und dann sich halt langsam irgendwie von der Soundbox hocharbeiten und irgendwie Spenden für den Generator aufnehmen. Also wie seid ihr darauf gekommen zu sagen, hey, wir erweitern den Horizont an der Sache? Ich glaube, man kann sagen, dass das von Anfang an eigentlich so vor allem Julies Grundidee auch war, einfach irgendwie ein bisschen was anderes zu machen. Was heißt denn was anderes? Aber ja, genau. Und irgendwie hat sich dann halt eben durch diese Leute, die dazu kamen, so entwickelt, weil halt jeder was anderes macht, dass das so zusammenkam und diese Idee sich so gemeinsam aufgebaut hat. Genau, und im Endeffekt kann man auch schon sagen, wir probieren, oder man will sich schon irgendwo auch von anderen unterscheiden. Also es war so, bin ja auch in einem anderen Kollektiv noch und bla bla und irgendwie dann will man ja auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie will man ja auch mal was Neues probieren und da mal schauen, wie das so klappt. Ich klaue das mal. Ja, klau das mal. Ich finde vor allem tatsächlich, also was mir damals ein ganz wichtiger Punkt war, das habe ich auch bei unserer allerersten Veranstaltung gesehen, mir war es wichtig, dass ein Tänzer sich zum Beispiel auch bei Techno-Musik auf einmal Ballett tanzt. Also, dass ein bildender Künstler sagt, ey, Digga, du bist so geil aufgelegt, ich mal jetzt Schallwellen. Also, dass jede Kunstform sich voneinander inspirieren lässt und sich nicht nur so unterscheiden lässt. Was ich richtig stark fand, ist, wir hatten da eine süße Ballerina bei unserem allerersten Event, die hat auf Techno-Ballett getanzt. Ich dachte mir, stark, genau das wollte ich sehen. Ja. So, und das ist eine ganz neue Fusion, wenn man das so sagen kann, die einem, wenn du dann auf dem Event bist und das siehst, wirklich mein Herz schmelzen lässt, weil dann irgendwo die Grundidee, ja, dann das ist, was wir wollten. Ja, so ein bisschen auch mal aus seiner Bubble rauskommen, mal ein bisschen checken, was woanders abgeht. Und so entstehen ja auch geile neue Sachen, einfach so dieses, mal gucken, was andere machen und das mal gegenseitig zusammenfügen und mal schauen, was da so bei rausploppt. Ja, absolut. Mir brennt schon die ganze Zeit eine Frage tatsächlich, was du eben gesagt hattest mit dem, du bist ja noch im anderen Kollektiv, du willst dich ja auch mit dem Kollektiv unterscheiden. Das ist ja auch eine Herausforderung irgendwo. Würdet ihr sagen, das ist somit die größte oder wo trifft man dann auch auf andere Challenges in dem Falle oder im Endeffekt, wo trifft man da auf Herausforderungen als Kollektiv? Wie genau meinst du jetzt? Also du hast ja zum Beispiel gesagt, hey, ich bin ja im anderen Kollektiv. Aha. Und wir versuchen es ja auch mal ein bisschen abzugrenzen von den anderen. Ja. Ob das so mit einer Herausforderung ist oder was die wirklichen Herausforderungen in dem Sinne dann sind? Ich glaube, das an sich ist nicht mehr eine Herausforderung. Ich glaube eher, das ist so dieses, also angenommen, ich wäre jetzt in 2 Kollektiven, die genau das Gleiche machen, dann würde mir ja 1 reichen irgendwie. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Punkt, dass man, wenn man noch mehr macht, dass es auch so ein bisschen ein anderes Spektrum haben sollte. Also sonst wäre es mir einfach zu langweilig, glaube ich. Oder ich würde mir denken, ich nehme meine ganze Energie und mache einfach das eine und probiere das richtig hoch zu pushen. Oder man macht halt mehrere, dann ein bisschen mehr Step by Step und schaut mal, was dann so vielleicht vielseitiger ein bisschen mehr rauskommt. Also es ist jetzt nur so mein Gedanke, den ich so im Kopf habe. Genau, ich glaube, so die richtigen Herausforderungen, die liegen, glaube ich, echt ganz woanders. Ja. Bei uns zumindest, ja. Ja, also bin ich voll deiner Meinung. Ich glaube, die richtigen Herausforderungen sind halt, muss ich jetzt echt ein bisschen nachdenken. Ich glaube, das ist tatsächlich, weil es gibt immer es sind immer kleine Herausforderungen, würde ich sagen, weil das große und ganze Konstrukt haben wir ja schon irgendwie drauf, würde ich sagen, inzwischen. Ich sage, kleine Herausforderungen sind es dann vielleicht eher, wenn Wer holt denn jetzt das Bargeld? Wer holt jetzt, so weißt du? Und dann hat aber auf einmal keiner Zeit, weil jemand dann Familienessen hat. Und dann denke ich mir so, was hat Priorität? Okay, ich verstehe deine Familie, aber wir haben heute das Event. So. Ja. Das sind aber dann auch keine großen Herausforderungen, das sind dann eher so kleine Abfuck-Momente, wo ich mir denke so, aber ich kann es ja auch nicht übel nehmen. So. Weißt du, was ich meine? Ich glaube auch, die größte Herausforderung im Allgemeinen ist einfach wirklich konstant motiviert dran zu bleiben. Genau.
Und das ist so, natürlich geht es nicht zu 100%. Ich meine, wer macht es denn schon? Aber so einfach dieses trotzdem, auch wenn man mal so eine Lücke hat und mal jetzt ein halbes Jahr nichts macht, dass man danach sagt, okay, Alter, jetzt können wir wieder weiter pfeffern. Und so und sich dann auch nicht so zu sehr runterziehen lässt von einem selber oder von irgendwie, sondern einfach konstant dranbleiben und dann wird es so oder so irgendwie mal werden. So. Ich glaube, eine große Herausforderung ist auch das Vergleichen. Weil viele in unserem Kollektiv vergleichen uns mit Events und sagen, die machen das auch so, ich ja auch, wir müssen das auch so oder das wäre doch voll cool. Aber gerade das tut uns ja unterscheiden von anderen Kollektiven. Dass wir eben nicht genau das Gleiche machen und dass wir, auch wenn wir auf einer geilen Party waren und voll geile Scheiße gesehen haben, nicht dazu neigen zu sagen, okay, das machen wir auch, sondern zu sagen, wir machen es anders. Okay, ey, nee, absolut. Also die Kreativität muss man ja auch erstmal besitzen, zu sagen, so. Ich kenne das absolut von Veranstaltungen. So, wenn ich in einen Club gehe, ich schaue mir alles sehr genau an. Also ich schaue mir, was für ein Mischpult da aufgestellt wurde. Ich schaue, ob das Kollektiv irgendeine Deko aufgehangen hat. Ich finde, das fängt ja auch schon bei dem Poster, also bei dem Flyer für die Veranstaltung, die ja mittlerweile fast nur noch auf Instagram gepostet werden, an. Auch true. Und da kommen wir auch eigentlich zu dem größten Aspekt unseres Podcasts, so gesehen. Wir wollen ja quasi alle Leute einmal durchleuchten, die in der Szene oder im elektronischen Musikbereich, im Nachtleben quasi arbeiten. Und da gehört ja nicht nur der DJ oder die Künstlerin oder die Leute dazu, die nur die Orga machen, sondern das sind ja auch Leute, die an der Bar arbeiten, sowas wie Runner. Das sind die Leute, die am Ende des Tages die Klos putzen etc. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass ihr das würdigt, weil ohne Leute, die, wie gesagt, so Kleingeld holen am Anfang, das sind so viele kleine Sachen, die aufeinandertreffen und ich glaube, man braucht da ein sehr, sehr starkes Team, um sagen zu können, hey, wir haben 2 Veranstaltungen geschmissen, die einwandfrei liefen. So, also das ist sehr, sehr, sehr stark. Ja. Wirklich, wirklich. Yes. Genau. Was steht denn bei euch in nächster Zeit überhaupt an? Wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr geplant? Also ein ganz großes Ding in unseren Köpfen ist ja der Klaminka Geburtstag. Das ist im Juni theoretisch richtig, ne? Juni? Ja. Genau, und da wollen wir auch, also ich glaube, das Main Ding ist, wir wollen echt nochmal zeigen, wo eigentlich unser Konzept liegt und was wir eigentlich machen wollen. Eben dieses ganz viel verschiedene Kunstformen irgendwie in der Veranstaltung unterbringen. Wir haben jetzt viele Clubveranstaltungen gemacht. Ja. Muss man auch sagen, teils natürlich auch einfach wegen Finanzen. So, es ist halt wirklich schwer, viele Kunstformen unterzubringen mit wenig Geldern. Weil du wirst ja jedem irgendwo auch eine halbwegs faire Gage zahlen und dies und das und nicht Leute irgendwie da ausnutzen, irgendwie und bla bla bla. Genau, und das ist jetzt, glaube ich, so, würde ich so sagen, so dieses Main-Ding, echt mal zeigen, ey, das steckt deutlich mehr dahinter. Wir haben insgesamt 2 Veranstaltungen gehabt, wo wir das wirklich gezeigt haben. Einmal eine Veranstaltung Eve, die super geil war auch poetische Lesung, super geil Tanzaufführungen. Dann tanzt der und greift dann noch ans Mikro und rappt da noch, Alter. So, war mega geil, also so viel geiles Zeug. Und die allererste war natürlich auch so. Genau, und ja, und das wollen wir jetzt eigentlich konstant weiterführen und so wirklich, damit die Leute checken, okay, das ist so deren Idee. Und gar nicht, Wir haben auch tatsächlich, also wir haben immer probiert, in jeder, sag ich jetzt mal, Veranstaltung irgendein künstlerisches Element mit reinzubringen. Aber es ist natürlich nicht das, wo wir im Endeffekt drauf hinausarbeiten. Ja. Das wird was Größeres, was Dickeres. Und wenn es dann auch mal ein Skate-Contest ist oder so. Stay tuned, Alter. Ja. Oder keine Ahnung, auf Drag Queens bin ich auch mega heiß. So, wir hatten jetzt auch ein paar Artisten, aber ich habe auch Bock auf noch mehr Artisten, die dann da rumdancen und keine Ahnung, Digga. So oder Akrobatik, auch sowas in die Richtung. Cool. Irgendwie, also wir haben noch ganz viele Ideen im Hinterkopf, die ich erstmal nicht nennen werde, weil Surprise-Effekt und so. Aber ich glaube, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, vor allem aus dem Raum Berlin und Bautzen und wo sie alle herkommen. Und auch Zuhörer, Shoutouts an die Leute, die oder auf Spotify zuhören. Genau, jeder, der unseren Worten zumindest gerade lauschen darf. Erzählt mal, habt ihr irgendwas, was in nächster Zeit ansteht, worüber ihr schon erzählen könnt? Also ich weiß, dass da sowas im Mai ansteht, aber erzählt mal gerne. Also ich habe tatsächlich ganz viel Laptop-Arbeit betrieben in letzter Zeit. Habe ganz, ganz viele Locations angeschrieben. Jetzt ist es so, wir haben auf jeden Fall was geplant, aber wir wissen noch nicht wo. Wir haben ein paar Zusagen und ich muss das jetzt noch in Teambesprechung reinbringen. Das heißt, jetzt ist die Frage, was, wie, wo. Der Geburtstag ist auf jeden Fall safe, aber da will ich eigentlich
ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, weil das eher so Surprising-Effekt ist für mich. Aber der ist schon Priorität. Der ist auf jeden Fall Priorität. Vielleicht kriegt man auch eine kleine Kunstausstellung und so davor hin. Hätte ich auch Bock. Ja. Promotet mal, sagt mal, wann ist denn euer Geburtstag? Genau. Würde ich jetzt. Wann ist denn der? 22. Juni, glaube ich. Oder? Nee. Also der ist offiziell am 21. Aber da musst du dich tatsächlich immer nach den Locations ein bisschen richten. Eigentlich ist der Geburtstag am, lass mich nicht lügen, 14., 15., 13., 14., irgendwie so. Aber da das ein Dienstag und Mittwoch ist, da werde ich jetzt keine Veranstaltung machen. Das heißt, wir haben die Woche genommen, Geburtstagswoche, as we talked about. Danke. Ich glaube, das war jemand sehr Raffiniertes, der dieses Wort gefunden hat. Aber Wer hat das wohl gesagt? Ja, auf jeden Fall will ich da noch nicht zu viel versprechen, bis alles in Stein gemeißelt ist. Verstehe. Aber ich kann nur sagen, es wird verdammt wild und dass wir diesmal wirklich über unseren Horizont hinausfliegen wollen. falls jetzt doch in nächster Zeit ihr uns was mitteilt, dann werdet ihr es auf jeden Fall in der Infobox finden, definitiv. Ja. Cool. Also von meiner Seite eigentlich aus gibt es nur eine Frage, die mir sehr wichtig ist, vor allem weil wir auch Newcomerinnen, Newcomer, Gründerinnen und Gründer, wie wir alles irgendwo auch sind. Wir haben alle Ideen, aber ihr seid jetzt auch schon sehr lange dabei. Was würdet ihr rückblickend eigentlich ändern und was würdest du jetzt der Julie vor 2 Jahren mitgeben wollen für ihren Weg? Informier dich über die Rechtsform. Oh, scheiße. Ja, also ich muss sagen, ich habe das sehr überstürzt damals. Ich war auch sehr naiv und jung. Ich bin so ein Mensch, wenn ich ein Projekt im Kopf habe, ich fange einfach direkt an, ohne irgendwas zu wissen darüber. Also könnt ihr wahrscheinlich auch. Keine Widerworte. Ja, also einfach dieses, sich im Vorfeld einen Ticken zu informieren oder wirklich zu überlegen, ob, wenn ich das jetzt plane, sollte ich das nicht lieber erstmal 6 Monate planen und dann richtig vorbereitet reingehen oder halt einfach so los? Also lieber vorbereiten, weil dadurch hatten wir halt die 8-monatige Pause, die uns jetzt zum Glück nicht geschadet hat. Aber ich sag's ehrlich, in dieser 8-monatigen Pause waren wir auch kurz davor, uns aufzulösen. Das bedeutet, wir haben es gerade noch mal so geschafft, uns einzukriegen, genau, noch mal so eine Kurve zu kriegen. Aber hätte auch anders laufen können. Deswegen sage ich wirklich ein bisschen informieren, Vorbereitung. Vor allem wichtig, einmal Rechtsform, Versicherung und GEMA, falls nötig. Einfach sowas, dieses Papierkram. Und abgesehen vom Papierkram könnt ihr machen, was ihr wollt. Dann könnt ihr whatever, ist ja auch scheißegal. Aber da am besten auch eine einheitliche Person finden, die sich dafür findet. Ich glaube, Louis kann da tatsächlich noch was addieren zu. Er war neulich bei einem IHK-Kurs darüber. Ja, jetzt keine Werbung an der Stelle. Es war einfach ein wirklich sehr, sehr cooles Event. Da war ich tatsächlich auch mit einer aus unserem Team. Wir haben dort einen Workshop gehabt von der Clubkommission. Ich meine, wir kennen sie ja alle aus unserem Bereich. Die hat in Kooperation mit der IHK eine Veranstaltung gemacht, einen Workshop, wo du Rechtsgrundlagen, aber auch vom nachhaltigen Aspekt, wie organisiere ich nachhaltig, Awareness und zum Schluss auch Organisationskultur. Also so ein umfassendes Paket, sage ich jetzt mal, hast du da bekommen. Und sowas kann ich auch, glaube ich, neuen Leuten, die sich da reinbegeben wollen. Allein wenn ihr Leute kennenlernen wollt aus eurem Bereich, geht zu sowas hin. Also das war sogar kostenlos, wo ich hingegangen bin. Das findet einmal im Jahr statt. Also wenn nochmal sowas ist, ich sage euch auf jeden Fall auch Bescheid gerne. Mega gerne. Und am Ende gab es sogar für alle ein VeranstalterInnen ein Zertifikat. Das finde ich auch ziemlich cool. Das ist sehr stark. Ist jetzt noch die Frage, was sagt die Polizei, wenn du denen das vorhältst, beim illegalen Rave zum Beispiel so. Aber sowas machen wir ja nicht, deswegen... Die IHK hat gesagt, ich darf das. Genau. Ja. Aber cool, also das sind auf jeden Fall einige Tipps gewesen. Vielleicht auch, Basti, nochmal von deiner Seite aus. Hast du irgendwas ansonsten? Das Wichtigste, was ich immer in meinem Kopf habe, ist, also ein guter Kumpel von mir, der sagt immer Step by Step. Und er hat das auch wirklich richtig in die Köpfe gebrannt irgendwie bei uns. Aber er hat es so aufgenommen. Aber ich sage immer wirklich Step by Step, nichts überstürzen. Und dieses bisschen geduldig sein, auch wenn man eine Idee hat und es prickelt und man will das jetzt machen. Bisschen geduldig sein, Step by Step, informieren und dann das ganz entspannt, gediegen angehen. Ich glaube, das ist zumindest für mich, würde ich sagen, so the best way to go. Aber genau, im Endeffekt bei anderen vielleicht auch wieder genau anders. Vielleicht sind manche Leute auch krass, indem die es überstürzen und dann auf einmal ist es richtig crazy. Aber für mich ist es Step by Step auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, für uns auch. Ja.
Mega nice. Ja, dann kommen wir eigentlich schon mit einer zu der abschließenden Fragen oder zu einer der abschließenden Rubriken, nämlich Selbstschama. Wie nennt man das nochmal? Selbstvermarktung. Was macht ihr denn privat eigentlich so? Also, schamlose Selbstvermarktung. Vielen Dank, das war die Wortabfolge, die ich gesucht habe. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe gehört, ihr seid privat tatsächlich weniger im Techno-Bereich, also musikalisch-künstlerisch unterwegs. Da gibt es so eine Spaltung. Fang du mal an. Ja, also ich bin privat echt viel in der elektronischen Musik tätig, aber ich liebe auch Indie, ich liebe Jazz und ich werde irgendwann safe eine Indie-Band machen und so, aber also ich lege auch auf und produziere auch elektronische Sachen und so und das ist schon gerade auf jeden Fall eine große Passion von mir. Genau, ja. Ja, da ergänzen wir uns super, weil ich bin tatsächlich eher der Mensch, der dann rappt oder singt oder sagen wir mal Vocals aufnimmt. Ich produziere ein wenig, aber auf dem lauen Modus, auf den so, ich kann für mich, wenn ich Langeweile habe, was produzieren so ein bisschen mit Splice und so. Aber tatsächlich arbeite ich da offen mit ein paar Jungs zusammen und zwar Remy, Pablo, ein paar Atzen von mir, die machen auch so Hip-Hop und aber auch, die bewegen sich in, würde ich sagen, ziemlich vielen Spalten, was Musik betrifft. Also ich finde die sehr stark und ich bin auch sehr dankbar, dass ich, sage ich jetzt mal, von denen ein bisschen in diese Welt mit eingebunden worden bin und ich bin dann da wahrscheinlich eher am Mikro und du am DJ-Pult, würde ich sagen. Ja. Genau. Mega stark. Ja, aber Remy FR und Pablo, Ruschat. Pesto Pablo oder Pablo Ruschat. Shoutout an die Jungs. Krasse Leute. Ja, sehr, Genau. sehr krass. Ja. Mega geil. Ja, ich habe gehört auch, da kommt ein Pacifica-Projekt raus. Ich habe die Jungs neulich in der Bar tatsächlich getroffen. So geil. Und Ja, Berlin ist ein Dorf. Die haben mich gebeten, euch mal anzustoßen, was damit ist oder euch mal zu fragen. Ja. Ja, genau. Also Julie hat auf jeden Fall dicke Projekte mit den Jungs laufen. Genau, ich habe Pacifica als ein Track. Der wird auch demnächst kommen. Ich habe ein bisschen co-produced mit, aber Julie hat da auf jeden Fall einen sehr, sehr dicken Part, sehr stabilen Part hingelegt an Gesang und Rap. Genau, vielleicht willst du da einfach mehr. Ja, also tatsächlich war die Zusammenarbeit auch sehr witzig mit denen, weil die sind ja immer so spontan und immer auf dem Hop und diese, so kannst du morgen, okay, morgen nicht, okay, aber übermorgen, aber so bin ich ja auch. Also man ist ja, wenn man Projekte macht, immer spontan und man schiebt es. Aber ich sage so, die haben mir, muss ich auch sagen, ich mache jetzt privat 5 Jahre Musik und habe noch nichts raus, gar nichts. Liegt mit unter anderem an, sage ich jetzt mal, Erfahrungen, die ich gemacht hatte, dass ich Gründe hatte, dass ich vertraglich etwas nicht rausbringen durfte, sage ich jetzt mal, dann aber auch nicht mehr davon aufgehalten worden bin und dann war ich ein bisschen eingeschüchtert. So, und jetzt haben die Jungs mir wirklich geholfen, sehr dick mein Ego wieder aufzupushen und Sessions zu machen und am 26. kommt das dann. Mega 26. geil. Was? Januar, Februar, März, April. Januar, Februar, April. Ah, dann ist es ja sogar schon rausgekommen tatsächlich. Wenn die Leute das stimmt. Also schön hier an unseren Cutter, hier bitte einmal den Track rein. Genau. 1, 2, 3, das ist magische Zauberei. Frérot, ça va ou quoi? J'suis tellement high, j'suis sur le toit. Moi j'dis le vertige, j'vais pas là-bas, ich stay safe comme un ricain au Canada. Comment ça, j'suis claqué? Hey, j'ai quelques au pied. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr heute hierher gekommen seid. Das war uns eine wirklich riesen Freude, euch nochmal kennenzulernen in dem Sinne, dass wir uns auch mal gemeinsam alle darüber unterhalten konnten, was ihr macht, was euch ausmacht, was das Kollektiv ausmacht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt... Und alle dazwischen und außerhalb natürlich. Genau, die jetzt wirklich hier dabei gewesen sind, auch viel draus ziehen konnten. Also vielen Dank auch an der Stelle. Geil. Dankeschön für die Einladung auf jeden Fall. Genau, war für uns auch was ganz anderes mal, glaube ich. Genau, was ziemlich Neues auch für uns. Aber echt schön, also danke. Bei der nächsten VA einfach mal einen Podcast machen. Ja, Wir machen einen Podcast, ja. genau. Maybe. Okay, und an der Stelle, Freunde, bau mal ein. Das war's für heute wieder bei Bau mal ein. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr neue Einblicke in die elektronische Musikszene gewinnen konntet, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, um keine weiteren Informationen zu verpassen und keine weiteren Folgen natürlich. Folgt uns natürlich auch auf Instagram, TikTok, der ganzen Bandbreite der sozialen Medien für weiteren spannenden Content, für Behind the Scenes, weil wir da unsere Leidenschaft mit unseren Freunden, mit unseren Leuten aus dem Team teilen
Und da lernt ihr natürlich auch immer unsere neuen Gäste direkt kennen. Alle Links findet ihr bei uns hier unten in der Bio einmal drin. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Cheers!